Hallo, herzlich willkommen zu Fan News TV. Ihr kennt Europart ja als verlässlichen Partner für Werkstattausrüstung, für Ersatzteile, Fluide etc. Im Hintergrund läuft ja auch ganz viel ab. Das sind Abläufe in der Werkstatt, Lager, Software, kaufmännische Prozesse. Und in Sachen Digitalisierung und dieser ganzen Prozesse, die da ablaufen, gibt es natürlich auch eine Entwicklung, die nicht stillsteht. Es geht immer schneller. Den aktuellen Stand und ein ganz interessantes Projekt gibt's jetzt. Ja, ich darf euch unsere Gäste vorstellen heute. Zum einen ist das Martin Wiesmüller, gelernter Kfz-Meister, seit 11 Jahren bei Verbas, CTO und verantwortlich für die Produktentwicklung. Und David Wuttke, seit 8 Jahren bei Europart und seit 2 Jahren Head of E-Commerce and Data Development. Ja, und die beiden haben viel Zeit miteinander verbracht mit ihren Kolleginnen und Kollegen natürlich, haben ein Projekt gestemmt und da wollen wir jetzt drüber sprechen. Vielleicht erstmal kurz nochmal zu Verbas. Was macht ihr genau in diesem Bereich? Ja, also die Verbas gibt es eigentlich schon seit über 30 Jahren. Wir sind einer der führenden Lösungsanbieter im Bereich IT und Digitalisierung für Werkstätten. Wir sind vertreten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und tatsächlich unser Ziel ist es, den Werkstätten draußen, ob klein oder groß, mit Hilfe von digitalen Lösungen die Werkstätten einfach zu unterstützen, dass die in ihren Prozessen innerhalb der Werkstatt auch sehr effizient dann hinterher dann auch arbeiten können. Muss man ein Gespür dafür haben, was die brauchen, dann auch um die Arbeit zu erleichtern. Verbas also auf der einen Seite. David, was machst du genau bei Europart und was war jetzt sozusagen das Gemeinsame mit Verbas? Also in meinem Bereich gehört unter anderem die Pflege und die Weiterentwicklung vom EWOS. Und für uns ist unser EWOS am Ende der Helfer für den stressigen Arbeitsalltag in der Werkstatt. Und da arbeiten wir natürlich immer daran, präzise Suchfunktionalitäten oder diverse Tools zu entwickeln, um halt letztendlich da auch zu helfen. Und wir haben heute sehr, sehr viele Artikelstammdaten, Lieferantenstammdaten, TechDoc-Referenzen und so weiter im System. Und das ist am Ende eine sehr digitale, komplexe Datenwelt. Und die gilt es zum Kunden zu transportieren und dort auch verarbeitbar zu machen, dass der Kunde halt mit diesen Daten weiter arbeiten kann. Und da kommt eben Verbas ins Spiel und letztendlich auch die Schnittstelle, worüber wir halt heute hier reden wollen. Und ganz wichtig, haben wir gerade schon einmal gesagt, ist natürlich, dass man individuell auf die Bedürfnisse eingeht, dass das passgenau ist für den, der es dann hinterher nutzt. Vielleicht dröseln wir das mal ein bisschen auf. Die verschiedenen Nutzer, beispielsweise eine Werkstatt. Was benötigt die? Ja, das kommt immer ganz auch auf die Werkstatt drauf an. Also wenn man einfach mal dieses Spektrum von kleinster Werkstatt, also die bemannte Hebebühne um die Ecke bis hin zur großen Kommune mal beleuchtet, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also tatsächlich gilt es ja darum, was auch unsere Mission da dabei ist, eben diesen Papierkrieg und diese manuellen Prozesse dann aus der Werkstatt zu digitalisieren und dann einfach durch unseren modularen Aufbau in unserer Software zu ermöglichen, genau zu ermitteln, okay, was brauchst du und dass wir das dann einfach auch liefern. Also als Beispiel ganz klar, angefangen beim kleinsten Auftragsprozess, der Kunde steht an der Theke, möchte einen Auftrag geben und wir sind dann zur Rechnungslegung, dann einfach außenrum anhand der Wertschöpfungskette noch zu validieren, okay, braucht er noch eine Terminplanung, braucht er noch eine Zeiterfassung. Aber das gilt genau dann einfach im Vorgespräch auch mit der Werkstatt zu validieren, was brauchst du und die Frage dann auch natürlich zu stellen. Je kleiner die Werkstatt, desto mehr steht wahrscheinlich einfach im Mittelpunkt oder je mehr liegt der Fokus darauf, einfach das Fahrzeug, den LKW zu reparieren und nicht Papierkram ohne Ende zu haben. Wenn man jetzt so in den größeren Zusammenhang geht, beispielsweise einen kommunalen Betrieb, da verändert sich dann das Anforderungsspektrum. Ja, da wird es dann sehr, sehr spannend tatsächlich, weil bei den großen Kommunen, da geht es ja tatsächlich darum, also da geht es ja jetzt nicht um die Bearbeitung eines Kundenstamms, sondern da geht es ja um die Verwaltung des kompletten Fuhrparks letztlich. Und da kommt natürlich die Herausforderung noch mit dazu, dass hinten irgendwo noch ein Controller sitzt, der einfach wissen möchte, okay, was kostet denn mich der LKW pro gefahrenen Kilometer?
Und auch hier können wir halt dann auch so Kommunen dann auch einfach Auswertungsmöglichkeiten bieten, Tools bieten mit unserer Software, dass er eben genau auch diese Fragen beantworten kann. Vielleicht fassen wir es nochmal zusammen. Auf der einen Seite das Werkstattmanagementsystem, auf der anderen Seite der Großhändler. Was macht den Charme aus, dass die einfach mal sich die Köpfe zusammenstecken? Ja, am Ende war es auch irgendwo ein Kundenwunsch. Natürlich haben wir immer ein Ohr an unseren Kunden und fangen da auch immer die Anforderungen natürlich ab und wollen denen auch gerecht werden. Ja, wenn wir uns das ganze Thema der Bestellung mal genau betrachten, mit Vor- und Nachbereitung, sind wir bei ca. 15 Minuten Zeitaufwendung dafür. Und die Kunden fragen sich natürlich, ja, wie kriege ich jetzt meine eigenen Prozesse mit denen des Großhändlers vernetzt? Und da kommt halt eben Verbas ins Spiel, mit der Expertise gerade in dem Bereich und die Kenntnisse rund um die Werkstätten, auch die unterschiedlichen Werkstätten. Und da bleibt das einzige Thema, eine Schnittstelle zu schaffen. Und die Schnittstelle, ja, je besser die funktioniert, je mehr Funktionalitäten die hat, desto mehr Möglichkeiten dann auch für den Kunden. Ja, tatsächlich. Also die Kunden haben es halt einfach satt, Artikelnummern von Hand irgendwo abzuschreiben und irgendwo einzugeben. Und tatsächlich, ich habe es eingangs schon gesagt, die große Herausforderung stand für uns, okay, wie kriegen wir innerhalb der Wertschöpfungskette es hin, dass nie eine Artikelnummer, die existiert zwar, aber dass die nie irgendwo eingegeben werden muss, sondern dass das einfach nahtlos in den Prozessen dann auch übergeht. Also Abläufe optimieren, Fehlerquellen auch minimieren natürlich. Ja, wir haben jetzt viel über Anforderungen gesprochen. Vielleicht fassen wir nochmal zusammen, was sind denn genau jetzt die Vorteile dieser neuen Schnittstelle? Ja, der erste Vorteil ist natürlich, dass das Verbas mit dem EWOS direkt verknüpft ist. Das heißt, der Kunde bekommt die Möglichkeit, direkt aus dem Verbas heraus in unser EWOS abzuspringen, unsere Teileidentifikationsmöglichkeiten zu nutzen und dann halt wieder zurück die gesamten Teileinformationen, also alle Stammdaten an dem Artikel, zurück ins Verbas zu spielen. Das bedeutet, ich muss nicht Copy and Paste, ich muss nicht manuelle Stammdaten eingeben. Das reduziert natürlich auch die potenziellen Fehlerquellen. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, einen Artikelexport im EWOS anzustoßen und diesen komplett im Verbas zu importieren und halt direkt mit diesen Artikeln weiterzuarbeiten. Das bedeutet, habe ich erstmal die ganzen Artikelstammdaten im Verbas enthalten, habe ich die Möglichkeit, direkt dort einen Auftrag, ein Angebot oder einfach meine Lagerverwaltung zu betreiben. Ja, vor allem das ganze Thema, das geht ja noch weiter. Also wie David mit seinem Team vor einem guten Jahr auf uns zugekommen ist, haben wir schon mal überlegt, was er da will, das geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Aber ich fand es sehr, sehr spannend und wir haben es dann tatsächlich auch einfach gemacht und haben gemeinsam auch die Themen, auch aus dem Kundenfokus raus in der Schnittstelle dann auch umgesetzt. Und dadurch, dass auch jetzt, David hat sogar das Stichwort Artikelexport auch angesprochen. Also tatsächlich, wir können des Verbers in der Werkstatt in die Lage dazu versetzen, dass es den kompletten EWOS-Artikelstamm kennt. Und da hängt ja nicht bloß jetzt ein Artikel mit einer Nummer und irgendeiner Bezeichnung dahinter. Da hängt dahinter, okay, gut, was für Artikelmerkmale sind dahin, bis dann auch zu den Preisen. Also die Werkstatt kann über des Verbers dann auch sofort herausfinden, okay, gut, was habe ich denn für Preise hinter dem Artikel? Und dann übertragen auf die Schnittstelle. Klar, David hat jetzt gerade von diesem Prozess innerhalb der Auftragsebene gesprochen. Ja, das sind wir sehr, sehr rund, aber es geht ja auch an der Stelle auch noch weiter. Wir können auch innerhalb der Warenwirtschaft jetzt außerhalb der Domäne Auftrag sagen, okay, der Lagermitarbeiter kann jederzeit hergehen und kann sagen, okay, gut, aus dem Verbas heraus in den Warenwirtschaftsprozessen kann er eine Analyse fahren, okay, welche Artikel gehen denn jetzt auf Rückstand oder welche gehen zur Neige, welche Mindestbestände werden unterschritten und kann daraufhin basierend dann auch direkt wieder eine Bestellung bei Europart auslösen und kann dann auch direkt sagen, okay, gut, wie ist die Verfügbarkeit der Artikel auch auf der Seite von Europart? Hat sich an den Preisen was geändert? Und dann last but not least kann auch sogar noch definiert, wo will ich jetzt die Artikel dann auch hingeliefert haben. Wenn jetzt, ganz vor allem dann interessant, wenn ich jetzt große Kunden wie Kommunen habe, wo jetzt zum Beispiel 2 Standorte auf einmal dann auch mit dem Thema drin sind. Das heißt, es erspart sich vielleicht dann auch so mancher Gang, der nicht mehr nötig ist und das Ganze ist natürlich ein Zeitfaktor auch. Haben wir auch gerade schon diesen Wert von 15 Minuten besprochen, der lässt sich da auch eindampfen. Ja, also tatsächlich, wir haben es mal gemeinsam versucht, in der Pilotierung mal bei unseren gemeinsamen Kunden mal zu messen und
Du hast es gerade gesagt, also dieser Gang von den Mechanikern, ist das Teil da, was kostet es, und dann in der Effizienz auch in der Schnittstelle heraus. Wir sind auf einen Wert auf unter 2 Minuten gekommen pro Bestellung. Das ist ein enormer Schritt, eine enorme Einsparung natürlich. Ja, zum Schluss vielleicht nochmal die Frage bei so einem Projekt, ihr habt ja gerade das ein bisschen geschildert, wie das dann auch abläuft, dass man vielleicht erstmal sagt, na, ob das überhaupt funktioniert, und dann macht man es einfach. So, wenn man sich jetzt mal in den anderen hineinversetzt, was hat euch da fasziniert, überrascht, begeistert? Ja, also was wir bei Europart unwahrscheinlich geschätzt haben, ist, dass der Gedanken oder das Denken genauso ist wie bei uns. Weil tatsächlich bei uns steht der Kunde und den Kunden seine Bedürfnisse im Fokus. Und nach den ersten Gesprächen hat sich sehr, sehr schnell für uns auch herauskristallisiert, dass David mit seinem Team hier genauso an der Stelle auch tickt. Und also das war tatsächlich unwahrscheinlich ein spannendes Projekt, und mit Europart als starken Partner hier an der Seite hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, auch jetzt so ein Produkt auch gemeinsam jetzt auch auf den Markt zu bringen, was so viele Mehrwerte bringt. Ja, also das kann ich definitiv nur bestätigen. Das Projekt hat super viel Spaß gemacht. Wir haben unsere Anforderungen immer weiter entwickelt, tatsächlich auch gemeinsam. Und ja, für uns war es sehr, sehr wichtig, auch die ganze Expertise von Werbers rund um den Werkstattalltag auch mit abzufangen. Also man hat definitiv gemerkt, dass dort 30 Jahre Erfahrung im Werkstattmanagement vorhanden sind. Und die haben wir uns natürlich auch für diese Schnittstelle und für unsere Kunden zunutze gemacht. Bleibt natürlich noch die ganz wichtige Frage, wie komme ich denn an diese Schnittstelle? Ja, das geht ganz einfach. Den Europart-Vertrieb ansprechen, und wir werden dann gemeinsam mit dem Europart-Vertrieb und dem Werbers-Vertrieb zum Kunden kommen, das Thema vorstellen, die Module vorstellen, und dann werden wir alle Fragen beantworten. Ja, David, Martin, vielen Dank für die Einblicke in euer gemeinsames Projekt, und euch natürlich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.